Heute zeige ich euch, wie man eine Puppenwindel näht. Und die ist wirklich ziemlich einfach zu nähen, das heißt auch gut geeignet für Nähanfänger. Ihr braucht dazu Stoff, irgendwie Baumwollstoff. Ich mache innen einen anderen Stoff als außen, das ist aber nicht notwendig. Also es reicht eine Sorte dünner Baumwollstoff und ein Stück Klettverschluss. Ihr könnt auch Bänder dran nähen, aber für kleinere Kinder macht das natürlich keinen Sinn, weil die keine Schleifen binden können. Ansonsten kann man auch Bänder dran nähen und die zubinden, die Windel. Das sieht dann besonders niedlich aus. Aber ich verwende jetzt Klettverschlüsse und dann braucht ihr natürlich passendes Nähgarn. Das Schnittmuster könnt ihr euch herunterladen. Unter dem Video findet ihr den Link dazu, und zwar in 3 Größen für 35, 40 und 45 cm große Babypuppen. Genau, und jetzt schneiden wir uns das einmal zu. Und zwar legen wir den Stoff im Bruch, das heißt, wir legen den doppelt mit einer Kante, die hier von uns weg zeigt, also in diese Richtung, entlang des Fadenlaufs. Und ich lege mir jetzt das Futter, also meinen zweiten Stoff, lege ich mir jetzt direkt da drauf, auch im Bruch. Dann kann ich nämlich beides gleichzeitig zuschneiden. Genau, ich schneide mir das jetzt einfach so zu. Ihr könnt euch das auch aufzeichnen mit Schneiderkreide oder mit Klammern feststecken, das Schnittmuster. Dann ist es ein bisschen einfacher, aber ich mache das jetzt einfach frei Hand. Ja, jetzt habe ich das zugeschnitten, fertig. Jetzt lege ich mir das hier einfach einmal aufeinander. Und zwar rechts auf rechts, wenn ihr eine rechte und eine linke Stoffseite habt. Das habe ich hier gar nicht. Bei meinen Stoffen ist das egal, die sind von beiden Seiten gleich. Genau, und jetzt stecke ich mir das so ein bisschen zusammen mit Stecknadeln. Und bei Stecknadelstecken immer schräg zur Stoffkante, sodass man mit der Nähmaschine drüber nähen kann. So, und jetzt nähe ich einmal mit der Nähmaschine hier außen rum mit einer Nahtzugabe von einem halben Zentimeter. Und hier oben an der breiten Seite lasse ich ein kleines Stück offen, damit ich das nachher noch umkrempeln kann. So ungefähr 3 cm würde ich sagen. So, jetzt habe ich mir das hier abgesteppt rundum. Und bevor ich das jetzt wende, muss ich mir hier die Nahtzugabe im Schritt zurückschneiden, damit sich das hier schön legt. Das kann man entweder so Zacken reinschneiden, aber ich schneide die immer gerne einfach ein bisschen kürzer, anstelle das so einzuzippeln, weil das sieht man manchmal durch, gerade bei so dünnen Baumwollstoffen, also wenn man so zickzack reinschneidet, meine ich. Deswegen schneide ich das einfach so ein bisschen zurück auf ca. 3 mm Nahtzugabe. Oh, und jetzt können wir das umkrempeln, hier durch unser Löchlein. So, und jetzt bügele ich mir das einmal glatt, und zwar so, dass hier wirklich die Kanten richtig schön Stoff auf Stoff liegen. Gut, wunderbar. Und jetzt können wir das einmal rundum absteppen, und zwar mit ca. 3 mm Abstand zur Stoffkante. Steppen wir jetzt einmal rum und dabei verschließen wir dann automatisch auch das Loch, was wir hier gelassen haben. So sieht das jetzt aus. Und jetzt schneiden wir uns den Klettverschluss zu. Und zwar brauchen wir, also hier habe ich jetzt quasi das Hook und Loop, das Haken und, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf jeden Fall diese beiden Seiten zusammen. Und daraus schneide ich mir jetzt 2 so kleine Vierecke mit abgerundeten Ecken. So, und jetzt nehmen wir die auseinander. Und jetzt brauchen wir jeweils für die beiden Außenseiten hier eins und jeweils für die beiden Innenseiten, sodass man das von hinten dann da drauf klappen kann. Und wenn ihr jetzt eure Puppe da habt, dann macht ruhig eine Anprobe und schaut genau, wo ihr die platziert, damit das nachher dann auch richtig passt. Wenn ihr die Puppe jetzt nicht da habt, dann macht das auch nichts, dann macht ihr das einfach so Pi mal Daumen. Und zwar mache ich das Weiche immer nach innen und das etwas rauere nach außen. Wir fangen jetzt mit den Innenklebeband an. Und die steppe ich mir jetzt hier auf, rundherum einmal mit dem Zickzackstich fest. Und danach die beiden hier entsprechend außen. So, jetzt habe ich mir hier das aufgesteppt und jetzt ist meine Windel auch schon fertig.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich poste jede Woche ein neues Video mit Puppenkleidung und Schnittmustern und Tipps und Tricks zum Puppenmachen, also zum Nähen von Stoffpuppen und Waldorfpuppen. Und wir sehen uns dann nächste Woche.